160 Kubik. 7 Zylinder. Angegebene 10,5 PS. Gibt es so nicht zweimal auf der Welt. Das ist der Holy Star. Sternmotor, 7 Zylinder von Horizon Hobby, 160 Kubik Gesamt, pro Zylinder ca. 23 Kubik Hubraum. Der Motor wird mit 4% gefahren, ist aber im Stil Viertakt, heisst, es hat pro Zylinder ein Auslass- und ein Einlassventil. Ich habe den Motor bewusst längs eingebaut. Mir hat es optisch einfach viel besser gefallen als quer. Das Getriebe ist von Sturme Archer, 1926 ca. und hat 3 Gänge. Der dritte Gang ist 1:1 übersetzt. Jetzt bringen wir die Maschine mal an die Sonne raus. Wow. Ja, Pepe. Sick, hallo. Guten Tag, du. Leck, was hast denn du uns da für eine schöne Maschine mitgenommen? Ja, das kann ich gerade auch sagen. Schau mal das an. Du hast ja noch einen TÜV drumherum bauen. Ja, ganz genau, ganz genau. Von null an auf dem Papier hat das gestartet. Natürlich hat mich da, so eine Maschine hat mich natürlich inspiriert. Weißt du, wie man auf den Sternmotor überhaupt gekommen ist? In der Flügerei, oder? Ja, schon. Weißt, es geht einfach darum, ein ganzes kleines Leistungsgewicht zu haben. Das heisst, pro PS, das du hier installierst, möglichst wenig Motorengewicht. Dazu ist er noch ideal gekühlt. Jedem Zylinder geht es genau gleich. Ja. Sobald die in einer Reihe sind, der vorderste schlottert und dahinter schwitzt. Oder? Ja, das ist nie gut. Oder? Dann ist es noch so, wenn du mit dem jetzt da ganz verrückte Figuren machst in der Luft, oder? Dann hast du ja mit diesen drehenden Teilen immer Präzision, Kreiselwirkung. Oder? Ja. Und die Motoren, die Sternmotoren sind, können nicht kaputt an dem. Nein, das hat ein paar ganz gute Vorteile, auch da natürlich. Oder? Auf jeden Fall, da ist er halt längs eingebaut wegen der Optik. Und dann ist genau kommt das dazu, was du sagst, die hinteren Zylinder sind da natürlich nicht optimal gekühlt. Ja, ja. Es läuft, es fährt, aber es ist natürlich mehr gebaut worden als Ausstellung, um zu zeigen, wie meine Arbeitsweise ist. Ja. Ja, erzähl doch mal noch schnell etwas über die wunderschöne Maschine um den Sternmotor herum. Was hast du uns da mitgebracht? Ja, das ist ein Boeing Stearman. Das war von Anfang an gedacht als ein Schulungsflugzeug. Und das ist im 1934 zum ersten Mal geflogen und ist zu 60'000 Exemplaren gebaut worden. Es war der Basistrainer für ganze Generationen von amerikanischen Piloten, für das Militär und für die Linienflügerei. Und der ist im 1943 gebaut worden. Jawohl. Und ist direkt ausgeliefert worden an die argentinische Navy. Die haben dann sogar noch oben drauf aufs Dach ein MG da zum Leeren schiessen. Okay. Normalerweise hat jetzt der so einen riesen Zweiblattpropeller, wo dann die Blattspitzen so eine Umfangsgeschwindigkeit haben, dass die in Überschall kommen, oder? Jawohl. Und den haben wir umgerüstet auf einen Dreiblattpropeller. Der hat natürlich dann weniger Durchmesser und weniger Geschwindigkeit da außen. Und dann ist er ein Verstellpropeller. Und wenn du mit dem schnell fliegst, dann nimmt er mehr Fraß, oder? Dann frisst er mehr Luft. Und wenn du langsam fliegst, dann tut er flach.
dann hat er eine kleinere Steigung. Ja. Darum zählt er zu der Lärmklasse D. Das ist die leislichste Klasse von Flugzeugen, die es gibt. Er hat sehr, sehr viel Geschichte. Es sind Ja. schon Jahrzehnte, wo der natürlich schon in der Luft ist. Und das spürt man einfach irgendwie. Eine sehr, sehr schöne Maschine. Ja. Und seit 27 Jahren ist jetzt im Flügermuseum Alteri. Jawohl. Da lohnt sich immer ein Besuch. Es ist jetzt mittlerweile ist es ein Oldtimer-Auto- und Flugzeug- und Fahrzeugmuseum. Oder? Jawohl. Und das ist die ganze Woche offen in Alteri. Das ist am oberen Ende vom Bodensee, dort wo der sehr traditionsbefrachtete Flugplatz Alteri ist. Und heute noch geht die Piste von Alteri geht bis ans Wasser runter, weil der Jumbo von den 30er Jahren ist ja ein Wasserflugzeug gewesen, Jawohl. mit 12 Motoren oben am Flügel. Und die sind dann mit dem dann auf St. Paulo runtergeflogen und auf New York geflogen. Ja, oder? lecker, Und der hat dann seinen ersten Flug zu Alteri gemacht. Auch, Ja. wo dann Extrem allerdings- geschichtsträchtig, der Flughafen. Das gehört alles zu Alteri und dort ist eben der daheim. Ja, super. Gut, Ich danke dir schon mal vielmal für die Informationen. dann gehen wir fliegen. Hey, ich würde sagen, also, wenn ab ich in die das Luft, dürfte ja. erleben, dann wäre ich natürlich sehr begeistert. Lassen wir es abheben. He? Also, starten wir. Steigen wir ein. Gut, oben. Er kommt voraussichtlich vom Wald und macht Grundstück überhalb der Werkstatt. Traumhaft gewesen, Pippi. Schön. Das war herrlich. Ja, leck du mir, du. Das war also grandios gewesen. Hat Spass gemacht. Pepe, das war jetzt also wirklich eine absolute Ehre für mich. Also, die logische Folge wäre, dass wir jetzt noch miteinander TÜV fahren, oder? Aber Genau. dann muss ich da auf dem Schutzblech oben da Platz nehmen, das ist Richtig. irgendwie, glaube ich, nicht so richtig. Das lassen wir für heute sein. Aber da haben wir die Freude geteilt, oder? Absolut. Doppelte Freude. Es war absolut herrlich gewesen. Vielen Dank, Alles Gute. Pepe. Tschüss. Dir auch, danke.